Gottes, die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Die Weisheit wurde ihnen am Tag zum Schutz und in der Nacht zum Sternenlicht. Unter diesem Motto kommen wir heute Abend zusammen zu dieser besonderen Nacht, zur Lange Nacht der Kirchen. Ich freue mich, dass ich Sie alle hier in Pöttelsdorf begrüßen kann. Ganz besonders gilt mein Gruß Herrn Bischof Ägidius Zsifkovics, unserem Superintendenten Manfred Koch. Herzlichen Dank, dass Sie uns durch Ihre Anwesenheit heute beehren. Herzlich begrüßen für die katholische Kirche Diakon Griesler, Pfarrer Kurowilla. Dankeschön, dass ihr auch hier dabei seid und mitfeiert in der ökumenischen Verbundenheit. Einen ganz herzlichen Dank gleich zu Beginn unserer Lektorin und stellvertretenden Kuratorin Gerda Hafer-Hochreiner, dass du dieses Programm heute Abend zusammengestellt und so gut vorbereitet hast mit dem ganzen Team. Wir kommen zusammen zum Reden, zum Hören, zum Feiern und eben auch zum Beten und auf Gottes Wort zu hören. Deshalb beginnen wir unser nächtliches Programm mit dieser Andacht. So lasst uns beten. Wir kommen zu dir, Gott, aus unserem Alltag hinein in die Feier, mit guten Gedanken, mit Erwartungen und auch friedlos im Herzen. Wir kommen mit unseren Sorgen und Ängsten, mit Sehnsucht und Hoffnungen. An diesem Ort bist du, Gott, nahe, mitten in unserer Welt. Wir wollen aufatmen in deinem Frieden. Du bringst zusammen, was in uns getrennt ist. Du sagst das Wort, das uns gut tut und Mut macht. Für diesen Tag, für jeden Tag. Gib uns in der Zeit Anteil an den Gaben, die in Ewigkeit bleiben. Amen. Ich möchte Sie einladen, still zu werden und Ihr Herz für die Worte des Psalmisten zu öffnen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn, um seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhört mich auf einen Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoß nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht ab von mir, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Schwestern und Brüder, lieber Bischof Ägidius, alle, die Sie gekommen sind, im Namen Jesu, möchte ich Sie herzlich grüßen. Ja, lange Nacht der Kirchen. Es gibt ein Jubiläum zu feiern. 10 Jahre machen wir dies jetzt schon. Hier im Burgenland. In anderen Diözesen ist schon etwas länger. 10 Jahre ökumenisch. Und was mich auch freut, besonders das Ökumenische, aber auch, wenn Sie dieses Heft hernehmen und einmal die beiden Umschlagseiten anschauen, werden Sie merken, typisch burgenländisch. Na, auf Kroatisch steht es ja nicht drauf, aber auf Ungarisch. Grenzüberschreitend. Und ich denke, das ist wichtig. Diese Freiheit im Miteinander feiern des Glaubens. Die Nacht, die lange Nacht der Kirchen, hat immer eine Verbindung mit dem Licht. Licht, sie wurde ihnen am Tag zum Schutz, in der Nacht zum Sternenlicht, die Weisheit Gottes, das Licht Gottes. Oder so wie Jesus zu seinen Jüngern sagt im Johannesevangelium, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandern in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Nun ist es so, dass wir um diese Tageszeit und das noch mitten Juni noch nicht viel Licht brauchen. Und das Licht bei uns heute eine andere Bedeutung hat als zum Beispiel noch in meiner Jugend. Mir ist da bei der Vorbereitung eine Situation eingefallen aus meiner Kindheit eigentlich, wo Licht eine ganz andere Bedeutung hat. Vor allem in den Wintermonaten ist sehr oft der Strom ausgefallen. Und Akkus und Ähnliches gab es nicht. Also kam die Petroleumlampe auf den Tisch. Ein ganz spezielles Gerät. Manchmal sieht man heute noch eine zur Dekoration mit einem schönen Petroleumbehälter unten und dann ein Glassturz drüber. Und mir ist diese Lampe zu diesem Bild eingefallen, weil sie ein zweites Jubiläum auch mit einschließt eigentlich. Nicht nur die 10 Jahre Lange Nacht der Kirchen, sondern auch diese 500 Jahre Reformation, die wir heuer ein ganzes Jahr mit bedenken. Wenn der Strom ausgefallen ist, wurde die Petroleumlampe angezündet. Und die hat dann geleuchtet, entweder bis alle schlafen gegangen sind oder bis der Strom wieder da war. Wichtig war, erstens, dass der Tank immer gefüllt war, dass genug Docht da war, der Docht hat sich relativ schnell verbrannt, vor allem wenn sie falsch eingestellt war. Und was noch wichtig war, dass der Lampenschirm immer gut geputzt war. Da war für uns Kinder ein ganz strenges Gebot. Diese Petroleumlampe durften wir nicht angreifen. Das Putzen des Lampenschirms, das Auffüllen des Petroleums, den Docht, das haben alles die Erwachsenen gemacht. Und wenn einmal aus der Hektik heraus der Schirm nicht geputzt war, dann hat man schon gemerkt, wie das Licht duster wird. Ein Petroleum hat zumindest damals stark gerußt und wenn man es einige Zeit nicht geputzt hat, dann ist fast dämmerig geworden. Ich möchte sagen, so ist es im Laufe der Zeit passiert mit diesem Licht der Welt, von dem Jesus hier spricht. Es hat geleuchtet, aber der Schirm außen ist schon langsam dunkler geworden, überdeckt vom Ruß der Geschichte, der Tradition, selbstsüchtiger Machenschaften und Machtstreben. Und eigentlich hat sich kaum jemand getraut, diesen Schirm anzugreifen. Warum? Ich weiß nicht, ob Sie es mal probiert haben. Gleich nach dem Leuchten. Ja, heiß. Man hat sich schnell die Finger verbrennen können. Und so war es auch in diesem Licht des Lebens mit dem Evangelium von Jesus Christus.
Wer wirklich Grundsätzliches angreifen wollte, hat sich schnell die Finger verbrannt. Es gab zwar eine Reformsynode in Konstanz, aber die war zu wenig reformatorisch, weil ein anderer, der auch reformen wollte, nicht nur die Finger, sondern ganz verbrannt wurde, Jan Hus. Es gab immer wieder Menschen, die reformen wollten. Ich denke an einen Franz von Assisi, der schon viele ähnliche Ideen wie Luther hatte, aber in einem anderen Umfeld, in einer anderen Zeit einfach mit in den großen Bereich der Kirche aufgenommen wurde. Martin Luther hat nun begonnen, ein bisschen diesen Ruß vom Lampenschirm abzukratzen. Aber nicht damit Luther leuchtet, sondern damit Christus leuchtet. 500 Jahre ist es her. Inzwischen möchte ich sagen, der Herr Bischof Ägidius und ich, wir putzen fest gemeinsam. Weil der Ruß der Geschichte, der Gesellschaft, des Zeitgeists legt sich besonders stark an. Nein, nicht nur wir, sondern es ist Gott sei Dank ein breites Feld des Miteinanders. Ein Feld, das immer wieder hinweisen muss auf Christus, das Licht der Welt. Und ich denke, diese lange Nacht der Kirchen ist ein wunderbarer Anlass, dass wir nicht auf Glaubensunterschiede in den Konfessionen hinweisen, sondern auf dieses Licht des Lebens, auf Jesus Christus. Denn nur er kann unserem Leben beständig den Weg zeigen. Mitten im Alltag, mitten in den Herausforderungen, mitten in all dem, was uns begegnet. Nicht da im Gottesdienst. Das wäre schön, wenn es nur die Probleme gäbe, die es in den Gottesdiensten gibt. Sondern in unserem Alltag, wenn wir wieder hinausgehen. Daher wäre es schön, wenn wir gestärkt durch diesen Jesus Christus von dieser Nacht, von dieser langen Nacht der Kirchen, wieder in unseren Alltag zurückkehren und wissen, wir haben neue Kraft bekommen. Kraft des Glaubens, Kraft des Hoffens. Durch das Miteinander im Glauben und durch diesen Herrn, der seinen Jüngern ja seinen Geist geschenkt hat. Wir haben erst vor ein paar Tagen zu Pfingsten dies speziell gefeiert. Den Geist der Kraft, der Hoffnung und der Zuversicht. Das wünsche ich uns, dass dieses Licht des Glaubens uns leuchten möge. Mehr wünsche ich uns nicht für diese lange Nacht der Kirchen, denn das ist schon mehr, als wir uns gegenseitig geben und schenken können. Gott möge es uns geben, sein Licht des Lebens, alle Tage. Amen. Lieber Superintendent Manfred, liebe Herren Pfarrer, liebe Schwestern und Brüder, die euch alle heute hier zur Lange Nacht der Kirchen versammelt habt, in ökumenischer Verbundenheit. Ich möchte zuerst einmal ein herzliches Wort des Grußes und gleichzeitig auch ein Wort des Dankes sagen an all jene, die 10 Jahre gemeinsam in ökumenischer Verbundenheit diese lange Nacht der Kirchen auch gestalten. Und ich möchte hier einen Namen nennen, der gerade jetzt mit den ganzen Fotos hier in Arbeit ist, unser Robert Ganser, ihr werdet mir verzeihen, aber er ist stellvertretend für alle, die sich hier dafür einsetzen, in allen unseren Pfarrgemeinden, sei es hier in Österreich, sei es in Ungarn oder in den anderen Ländern, wo diese lange Nacht der Kirchen gefeiert wird. Lange Nacht der Kirchen ist für mich auch eine Einladung, das Herz zu öffnen. Und in dieser Nacht oder heute am Abend werden unsere beiden Kirchen sozusagen zu Herzensöffnern. Und was soll und was will eigentlich die Kirche sein? Ich kann hier sehr gut an meinen Mitbruder Manfred anschließen. Die Kirche möchte oder sollte eigentlich das Geheimnis Gottes in den Mittelpunkt stellen. Dieses Geheimnis Gottes,
das uns in Jesus Christus, dem Licht der Welt, hier auf Erden erschienen ist und der mit uns den Weg gegangen ist und der uns über den Tod hinaus ewiges Leben auch errungen hat. Diesen Jesus Christus möchten wir den Menschen heute anbieten als Wegbegleiter und als Lebensbegleiter. Und wenn wir heute dabei sind, auch als Kirchen gemeinsam diesen Ruß zu entfernen, dann ist es wohl nicht in diese Richtung gedacht, dass sich jetzt jede Kirche schön für sich aufpoliert, sondern dass wir zu dieser Mitte hin finden, die uns verbindet und die uns eigentlich Quelle und Orientierung auf unserem Lebens- und Glaubensweg ist. Und ich glaube, das war und das ist und das bleibt das Anliegen Martin Luthers. Und deshalb ist es auch unser aller Anliegen. Eine Aufgabe, die wir uns immer mehr nicht nur stellen sollten und über sie fromm reden sollten, sondern eine Aufgabe, die wir alle auch im Alltag des Lebens, an welcher Stelle wir immer sind, auch erfüllen sollen. Das Zweite, was die Kirche heute will oder sein soll oder sein könnte und sein muss immer mehr, ist, dass sie eine geschwisterliche Kirche ist. Dass wir als Brüder und Schwestern im Geiste Jesu Christi miteinander umgehen, einander wahrnehmen, einander wertschätzen und die Talente, die ein jeder von uns geschenkt bekommen hat, auch in die jeweilige Gemeinschaft, nicht nur in die Gemeinschaft der Kirche, sondern auch in die Gemeinschaft unserer Gesellschaft einbringen soll. Und da ist es gut, dass wir von verschiedenen Richtungen kommen, verschiedene Talente haben, dass wir auch einander so bereichern können und einander so auch ergänzen können. Und ich glaube, es gibt noch ein drittes, was die Kirche unbedingt auch im Auftrag Jesus sein muss und sein soll und sein will, nämlich eine diakonische Kirche. Eine Kirche, die weiß, dass es auch den anderen gibt. Den anderen, dem es gut geht, aber genauso auch dem anderen, dem es nicht so gut geht, der in Not ist, der unsere Hilfe, gleich welche Art von Not es ist, auch immer bedarf. Und deshalb braucht es, glaube ich, heute mehr denn je auch dieses gemeinsame ökumenische Zeugnis der Barmherzigkeit, dass wir die Menschen, die Nöte, die sie haben, sehen und gemeinsam versuchen, diese Wunden zu heilen. Ich möchte wirklich auch heute hier ganz deutlich auch sagen und mir wünschen und uns allen wünschen, dass wir als Kirchen immer mehr diesen Auftrag erfüllen, Jesus Christus und sein Wort in die Mitte zu stellen, als Brüder und Schwestern gemeinsam zu begegnen, einander wahrzunehmen und wertzuschätzen, auch ob der andere, egal welcher Sprache, welcher Rasse, welcher Konfession oder Religion er ist. Und vor allem auch, dass wir ein gutes, gemeinsames, glaubwürdiges Zeugnis auch der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe, der Diakonie abgeben. Ich denke, wenn unsere Kirchen diesen Weg gehen, das sich zur Aufgabe machen und diese Aufgabe bemüht sind umzusetzen, dann werden sie auch immer offen, einladend und auch anziehend sein. Und wenn wir heute die Kirchentüren geöffnet haben für die Menschen, egal wer immer hereinkommt,
dann sollte er, und das ist mein Wunsch und mein Gebet in dieser Stunde, eben hier in diesen Kirchenräumen auch das erfahren dürfen, dass er ein Stück näher dem Geheimnis Gottes kommt. Sei es durch Musik, sei es durch ein Gebet, sei es durch einen Psalm, sei es durch ein Gedicht, ein Spiel oder was immer es ist. Heute in der Nacht wird sich diesbezüglich sehr viel und sehr viel Unterschiedliches tun. Und ein jeder, der hereinkommt, dass er auch hier erlebt, er ist hier angenommen und aufgenommen. Er wird hier wertgeschätzt, wahrgenommen, er wird als Bruder, als Schwester auch behandelt und in die Gemeinschaft mit hineingenommen. Und vor allem, dass wir hier auch erleben dürfen, dass es diese Barmherzigkeit gibt, diese Diakonie, wo einer den anderen auch in seinen Nöten, die nicht nur finanzielle Nöte sein können, sondern oft auch psychische oder physische Nöte sein können, dass er da auch erfahren darf, dass es jemand gibt, der ihm hier beisteht und der mit ihm den Weg geht. Ich möchte uns das heute wünschen. Möge diese lange Nacht der Kirchen auch weiterhin hier ein wichtiger Impulsgeber sein, dass viele Menschen in unserem Land, in unseren Dörfern, in unseren Städten auch ihr Herz öffnen, vielleicht für Gott auch und vielleicht auch für den Mitmenschen. Amen. Ich darf nun einladen, dass wir gemeinsam jetzt jenes Gebet singen als Brüder und als Schwestern, das uns Jesus, der Herr selber, geschenkt und hinterlassen hat. Und wir wollen es jetzt gemeinsam tun. Dein
Wir wollen nun gemeinsam um den Segen Gottes bitten. Der Herr segne dich. Er lasse dein Leben gedeihen. Er lasse deine Hoffnung erblühen. Er lasse deine Früchte reifen. Der Herr behüte dich. Er umarme dich in deiner Angst. Er stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwinde er bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig. Wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. Er schenke dir das Wohl des Leibes und das Heil deiner Seele. Er gebe dir Frieden. Es segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Als Kuratorin der Tochtergemeinde Bad Sauerbrunn darf ich Sie jetzt noch einmal ganz, ganz herzlich hier bei uns in der Martin-Luther-Kirche begrüßen und ich freue mich, dass Sie mit uns gemeinsam die Eröffnungsandacht gefeiert haben. Auf uns wartet heute ein ganz tolles Programm, ein sehr abwechslungsreiches Programm und ich bedanke mich schon jetzt ganz, ganz herzlich bei den Mitwirkenden, die mit uns diesen Abend verbringen werden. Zuerst einmal ganz herzlichen Dank an Frau Grabenhofer, die an der Orgel sitzt und uns jetzt gerade begleitet hat. Herzlichen Dank. Wir erwarten nach der Eröffnungsandacht und einer kurzen Pause, in der wir Sie herzlich einladen zu einem Kirchentratsch mit etwas, eine Stärkung auch noch jetzt dann für den Magen, draußen im Zelt finden Sie etwas. Danach treffen wir uns wieder hier im Raum, im Gottesdienstraum und ich begrüße danach herzlich Herrn Oberst Ernst Meyer, der uns ein Referat über Luther und die Bauern bringen wird. Herzlich willkommen. Anschließend werden unsere Ohren verwöhnt. Wir hören Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Die Künstler sind Schüler und Lehrer der Josef Matthias Bauer Musikschule aus Wiener Neustadt und der Johann Sebastian Bach Musikschule aus Wien. Mit ihrem Direktor natürlich, den ich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Anschließend werden wir eine szenische Lesung hören. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte der Katharina von Bora mit Frau Fachinspektorin Andrea Postmann, Lektorin Gerda Hafer-Hochreiner und Pfarrer Stefan Grauwald. Herr Pfarrer Andreas Hankemeyer wird heute auch noch einen Vortrag über die Reformation in der Schweiz halten. Dazwischen gibt es dann noch einmal Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Zum Abschluss feiern wir gemeinsam die Schlussandacht mit Herrn Pfarrer Hankemeyer. Wir werden in dieser Schlussandacht auch ein Lied singen, in dem die Zeile vorkommt, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. Und auch unter dieses Motto wollen wir heute diese Begegnung in unserem ganz besonderen Gedenkjahr, 500 Jahre Reformation, ist doch für uns Protestanten ein Jubiläumsjahr, wo wir uns an das erinnern, was war, was ist, was sein wird und was uns aber auch ganz besonders verbindet. Und das soll auch heute besonders hervorgehoben werden. Und das hat mit dieser wunderbaren Eröffnungsandacht heute ja auch, denke ich, den richtigen Einstand gehabt in dieses Thema. Wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. Und als kleine Überleitung, ich denke, Liebe geht auch durch den Magen. Deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen stärken. In der Zwischenzeit wird alles vorbereitet für den ersten Programmpunkt und wir treffen uns in 20 Minuten wieder hier in der Kirche.